Im letzten Video haben wir Holz geschreddert, schön zu Hackschnitzel verarbeitet und das mit verschiedenen Maschinen. Und da kam die Frage auf, haben die verschiedenen Holzarten auch unterschiedliche Liter an Hackschnitzel? Also kommt aus 100 Kilo Totholz genauso viel wie aus 100 Liter Eiche. Und das testen wir jetzt. Also, ich habe hier ein bisschen rumgesägt und geschnibbelt, damit wir hier schön immer 100 Kilo Stückchen haben. Und das von verschiedenen Hölzern, jetzt mal hier als Beispiel. Also, Totholz haben wir hier drin, asiatische Kiefer ist hier drin, die Espe ist mit drin, Waldkiefer haben wir hier drin, dann die Buche, dann einen Klumpen Eiche, einen Klumpen amerikanische Ulme. Und ich glaube, das war's. Genau, der Rest kommt jetzt hier weg, denn das ist ein ziemliches Geraffel hier, so schöne Schnibbel rauszusägen. Ihr seht, an den kleinsten Ecken wurde hier schön handwerklich mit der Kettensäge fein säuberlich abgesägt, damit wir hier exakt auf 100 Kilo kommen, dass wir die hier haben und dann dementsprechend auch gute Ergebnisse liefern. So. Und die schmeißen wir jetzt hier alle in das Gerät rein und dann gucken wir mal, was dabei kommt. Denn beim letzten Test, im letzten Video, ich verlinke das nochmal hier zu diesen ganzen Geräten, da hatten wir ja das Ergebnis, dass das Totholz sich überhaupt nicht lohnt. Also so gar nicht. Nicht mal, um es zu Hackschnitzeln quasi weiter zu verarbeiten. Jetzt machen wir mal eben hier den Anhänger leer. Und schmeißen dann hier eins nach dem anderen rein und dann gucken wir mal, was dabei rumkommt. So, der Anhänger ja, ist sogar leer, perfekt. Ja, und wir werfen jetzt hier mal 100 Kilo Totholz rein und dann gucken wir mal, was dabei rumkommt. So rum. So, ab hier auf das Fließband. Zack. Mäht sich hier richtig schön durch. Zack, mal eben kurz reingeschreddert. Ist natürlich keine Menge. Und wir kriegen da 50 Liter raus. Das ist doch gut. Also aus 100 Liter Totholz kommen 50 Liter Hackschnitzel. Kann man daraus jetzt eine Ableitung machen, dass aus 200 Liter Totholz dann nur 100 Liter rauskommen? Nee. Es wurden im letzten Test, im letzten Video, wurden 50 Liter erstmal pauschal abgezogen beim Totholz. Das würde das erklären. Also falsche Ableitung, wenn man jetzt sagt, okay, es kommt nur 50% Ertrag raus. Also von diesem Totholzstamm mit 585 Kilo waren quasi 50 Liter weg. Es kamen also 535 Liter bei raus. Also 50 wurden abgezogen und das ist jetzt hier auch passiert. Also pauschal wurde das abgezogen. Das ist natürlich jetzt bei diesen Litermengen ist es natürlich, ja, so ein Dingen. Aber da ist eben aufgefallen, dass aus so einem Stückchen Waldkiefer deutlich mehr Hackschnitzel bei rauskam. Also Totholz, pauschal nochmal einen Abzug. Da haben wir jetzt 50 Liter rausbekommen und das machen wir jetzt wieder leer und schmeißen das nächste Stückchen rein. So, als nächstes haben wir hier einen schönen Klumpen asiatische Kiefer. Riesengroßer Stamm, das ist glaube ich der hier, genau, asiatische Kiefer, wahrscheinlich ein gewaltiger Baum als in Gänze. 100 Kilo, kriegen wir das zu Hackschnitzel? Ich hoffe, dass die Klumpen hier gut reingehen. Jawohl, sie werden geschreddert und es kommt bei raus 538 Liter. Das ist gut. Also aus 100 Liter 538 Liter Hackschnitzel bei der asiatischen. Das ist natürlich richtig, richtig nice. Dann nehmen wir direkt die Waldkiefer im Vergleich. Auch 100 Kilo schmeißen wir direkt hinterher. Zack. Ja, wird geschreddert. Und da haben wir 505. Bisschen weniger, aber auch immer noch eine stattliche Summe, deutlich mehr, also gut das Fünffache von dem, was wir halt reingeschmissen haben, bei der normalen Waldkiefer. Schon mal ein gutes Ergebnis. Dann kommen wir hier zu den anderen Holzarten. Hier haben wir 100 Kilo von der Espe.
Nehmen wir das mal mit rein. So, schön reinlegen. So, 100 Kilo. Und wie viel kommt bei der Espe rum? Da haben wir 400, also fast 500 Liter. Ist auch noch ganz okay. So ein kleiner, dünner Stamm, also knapp 500, das Fünffache. Nicht ganz, aber es ist auch noch ganz okay. So, was haben wir als nächstes? Genau. Die Buche. Fand ich auch ganz interessant. Also Buche ist im Verhältnis relativ leicht. Also man hat ziemlich große Stämme. Das hier ist, glaube ich, ein kompletter, genau. Und das ist ein kompletter 3 Meter Buchenstamm. Wiegt nur 88 Kilo. Und deswegen habe ich hier einen 4 Meter Stamm einfach mal so ein bisschen zurechtgeschnitten. Schmeißen wir den auch nochmal rein. Genau 100 Kilo wieder. Zip. Und er saugt sich hier ordentlich rein. Schon nice. Man muss halt immer gucken, dass die da auch überhaupt reinpassen. Ne? So Riesenstämme wie hier hinten, die passen da einfach gar nicht rein in das Gerät. Da sind wir auch wieder. 505 hatten wir vorhin, 504. Also auch hier wieder gut. Bisschen mehr sogar als das Fünffache. Also auch das mit der Buche passt doch wieder ganz gut. Und dann haben wir jetzt hier noch 2 Klumpen liegen. Einmal die Eiche und die amerikanische Ulme. Das sind auf der amerikanischen Map eben auch hier bei der Ulme diese riesen Gewaltsbäume, wo man stundenlang am Rumsägen ist. Und ich habe hier tatsächlich nur von einer abgesägten Scheibe nochmal das Ganze hier geviertelt und davon dann nochmal ein Stückchen abgesägt. Das hier sind dann 100 Kilo. Also ein wahnsinnig kleines Stückchen. Zack, ich hoffe, das geht da rein. Ja, hat er aufgenommen. Wird auch rausgeballert hier das Ding. Nochmal mehr. Also, da haben wir dann doch nochmal ein Stückchen mehr. 537 Liter. Also diese Riesenbäume, die bringen dann tatsächlich nochmal deutlich mehr. So, und dann nehmen wir jetzt natürlich zum Ende hin auch nochmal die Eiche. 100 Kilo Eiche. Zack, ich hoffe, der geht da so rein. Ja. Und daraus kommen 833 Liter. Also Eiche einfach der absolute Macher. 100 Kilo Eiche, Festmeter Eiche. Wie sagt man das? Ihr wisst das doch. 100 Eiche, 100 Kilo Eiche werden zu 800. Ich habe hier noch so ein 200er Stück, 244 kriegen wir dazu rein. Das ist ja krass, Alter. Eiche lohnt ja heftig, aber man muss das auch erstmal hier reinkriegen, siehst du? Das heißt, da steckt auch wieder ordentlich mehr Arbeit drin. Du musst diese Klumpen da erstmal irgendwie reinbekommen und dann zu Hackschnitzel verarbeiten können. Dementsprechend klein müssen die sein, ne? Also das ist schon, also da muss man vielleicht sogar mit mehreren Leuten so einen Eichenstamm ordentlich bearbeiten. Jetzt. Ja. Also hacken, durchsägen, vierteln. Zack, 2800 Liter. Ist das crazy. Ja, das lohnt sich. Also, es gibt Unterschiede bei den verschiedenen Holzarten. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Kann man das, hier sind so die Scheibchen noch zu sehen, kann man das pauschal sagen, der größte und der dickste bringt am meisten? Schwer zu sagen, ne? Wir haben hier auch nochmal so eine Hickory, hatte ich glaube ich gar nicht dabei. Könnten wir natürlich auch nochmal eben draufschmeißen. Versuchen wir hier jetzt so einen möglichst schmalen Streifen abzusägen. Also man muss die schon sehr handlich zusammensägen. Wenn das solche riesig großen Bäume sind, mit 2,3 Tonnen jetzt hier dieser eine Stamm, dann muss man eben gucken, dass das in diese passende Größe gesägt wird. Das ist natürlich wahnsinnig viel Arbeit. Das sind jetzt hier noch nicht mal 100 Kilo. Gut getroffen. Ich mache das nochmal eben leer. Schuppenrinden Hickory. Auch so ein amerikanischer Baum. Und das muss da halt erstmal rein. Ja, so geht es. Ja, wenn man mit mehreren Leuten zusammen... Kam da überhaupt was raus? 500. Und ja, auch wieder 500, ich würde mal sagen so 540 wahrscheinlich wieder rum. Ne? Ein bisschen mehr oben drauf gelegt, weil es waren ja keine ganz glatten 100. Also, nach dem kurzen Test jetzt hier, man kann das natürlich noch weiter fortführen mit sämtlichen Bäumen hier, mit Apfelbaum und so weiter und so weiter. Aber ich würde sagen, diese ganz dicken, fetten Bäume, wo man ehrfürchtig vorsteht und sich denkt,
wer zur Hölle fällt so einen Baum? Die bringen natürlich richtig, richtig gut Liter Hackschnitzel und dementsprechend Cash. Also hier so ein 2 Tonnen Eichenstamm. Das wäre natürlich genial, wenn man sowas hier einfach reinschmeißen könnte. Dann wäre mal eben hier das Teil gefüllt. Aber wie gerade schon gesagt, geht leider nicht. Man muss das wahrscheinlich irgendwie durchsägen, mehrfach durchsägen und dann kann man das schreddern. So viel dazu. Nochmal ein kurzer Test zu den Hackschnitzeln. Wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream. Bis dahin.